Ich helfe seit über 35 Jahren Menschen, die Rückenschmerzen haben, mit Liebschau- und Prachtübungen. Und die meiner Erfahrung nach effizientesten machen wir in diesem Video zusammen. Am Schluss zeige ich dir noch als Bonus, wie du ganz ohne Mühe sozusagen beim Ausruhen deinem Rücken Gutes tun kannst. Und damit du nachvollziehst, warum sie so gut helfen können, erkläre ich dir vorher kurz am Skelett, welche Veränderungen in unserem Körper wir für diese Volkskrankheit Rückenschmerzen verantwortlich machen. Das ist für mich der Hauptgrund für diese ausufernden Rückenschmerzen, das Sitzen. Aber nicht das Sitzen an sich, sondern dass wir es nicht ausgleichen. Wenn hier diese Position dauernd eingenommen wird, 10 Stunden am Tag, sagen die Studien, dann verkürzt alles, was hier vorne ist. Wir stellen uns, der Körper wird wegen der Verkürzung nach vorne gezogen, hinten muss gegenziehen, damit wir gerade durch die Weltgeschichte laufen und nicht wie am Rollator nach vorne gebeugt. Und da haben wir hier eine Kraft und hier eine Kraft, das drückt auf die Bandscheiben, das macht Schmerzen. Und dann sind noch jede Menge andere Muskeln, die was mit dem Drehen des Rumpfes zu tun haben, die was mit dem Seitbeugen zu tun haben, die noch dazukommen. Und irgendwann ist das Korsett komplett, hinten alles knallhart und die Schmerzen. Und dann kommen noch die Bandscheibenvorfälle. Und das ist die Grundsteinlegung dafür, dass die meisten Menschen Rückenschmerzen haben. Mindestens einmal im Leben, aber viele permanent. Und jetzt bitte nimm erstmal Kontakt mit deinem Rückenschmerz auf. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, was ich damit meine. Fühl mal rein. Wann tut es denn überhaupt weh? Wenn du dich überstreckst, wenn du nach vorne gehst, wenn du dich seitbeugst, wenn du dich drehst. Einfach mal Kontakt mit deinem Schmerz aufnehmen, weil je mehr du ihn verstehst, was er dir sagt, umso besser bist du schon auf dem Weg, ihn loszuwerden. Ja? Das ist die Voraussetzung dafür. Gib mal einen Vorab-Kommentar, schreib mal einen Vorab-Kommentar zu deinem Gefühl, damit du auch eine Grundlage hast, danach das zu vergleichen und andere Leute können es lesen, werden motiviert durch dich. Die erste Übung ist die wichtigste, weil die mit deinen Sitzverkürzungen vorne aufräumt. Du gehst auf alle Viere, rundest den unteren Rücken und schiebst dich nach unten, die Leisten voran. Wichtig, die Leisten voran, weil dann hast du die Überstreckung im Hüftgelenk und das dehnt den Hüftbeuger und nicht im Bauch. Die beste Befreiung hast du, wenn du die Leisten nach vorne nimmst und immer näher an den Boden heranführst, während wir jetzt die ganze Zeit immer weiter da reindehnen. Wenn du mit dem Halten und den Schultern Probleme hast, dann leg dich mit den Unterarmen auf eine Couch oder auf einen Sessel, dann hast du da Entlastung und kannst dich trotzdem schön hängen lassen, weil nur darauf kommt es an. Es geht bei einer Übung nicht auf Schönheit oder wie gut es aussieht. Ja? Es geht einfach nur darum, den Zweck zu erfüllen, das, was zu kurz ist, länger zu ziehen. Und jetzt fangen wir an, nachdem wir das alles ein bisschen vorbereitet haben. Du ziehst mit den Knien gegen den Boden. Wir machen jetzt ein Krafttraining für die hüftbeugende Muskulatur, ohne uns zu bewegen, weil dadurch geht die Dehnung besser ins System rein. Lass wieder locker und jetzt gehen die Leisten noch ein bisschen weiter runter. Und dann nochmal, du ziehst wieder beide Knie gegen den Boden, lässt locker, gehst weiter rein. Und nochmal, du ziehst gegen den Boden, lässt locker, gehst weiter rein. Und dann gleichen wir das ein bisschen aus. Du kommst raus, gehst wieder auf alle Viere. Und geh mal so weit wie möglich zurück. Vielleicht kannst du ja mit den Fersen aufs Gesäß und dich ein bisschen runterlassen, nur kurz ausgleichen. Und jetzt setzen wir uns so hin. Du guckst mal, wie weit kommst du denn nach vorne? Vielleicht bis hier, dann bleibst du dort. Vielleicht bis hier, dann bleibst du dort. Vielleicht bis hier, dann kannst du deine Füße greifen und kannst dich immer weiter nach vorne ziehen. Das machen wir jetzt. Und jetzt merkst du die Dehnung schön hinten im unteren Rücken, da wo die ganzen Verkrampfungen und Dauerkontraktionen sozusagen sind. Atme dich schön zunehmend in die Dehnung rein und zieh dich immer weiter nach vorne. Und du wirst gleich merken, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn das da hinten lang gezogen ist, einmal vorne, einmal hinten, ist schon sehr viel passiert. Aber wir machen trotzdem noch mehr, dass noch mehr passiert. Dass das Maximale passiert. Positive. Atme dich immer weiter rein.
Reinatmen übrigens heißt, dass du Luft holst durch die Nase ausatmest und beim Ausatmen dich immer ein bisschen weiter in die Dehnung reinziehst. Du atmest ein, aus, ziehst dich weiter, du atmest ein und aus und ziehst dich weiter und nochmal ein, aus und weiter, ein, aus und weiter. Und jetzt ziehst du mit dem Rücken gegen deine Hände. Ja, zieh dagegen. Rücken spannt an, weil du dich aber festhältst vorne an den Beinen oder an den Füßen, egal, kannst du nicht hoch. Und genau das, dieses isometrische, sagt man, Krafttraining in der Dehnung des Muskels, das liebt unser Körper. Da gibt er nach, wird flexibel, fühlt sich frei, alles, was du möchtest. Und du spannst wieder nach hinten, lässt locker und gehst weiter rein. Und nochmal, du spannst, lässt locker und gehst weiter rein. Und kommst mal raus. Und jetzt fühl schon mal rein. Hat sich schon was getan vielleicht? Kommentiere mal so zwischendurch. Schon was getan? Was hat sich getan? Was hat sich verändert? Und natürlich könnte schon ein Begeisterungsdaumen kommen, wenn sich schon was getan hat. Ansonsten gehen wir jetzt eine Ecke weiter im Körper, nämlich beug dich mal schulterbreit stehend im Stand nach links und ziehe deinen rechten Arm so gewinkelt mit nach links. Schieb das Becken nach rechts. Und da spürst du rechts am Becken, rechts im unteren Rücken in der Höhe, also Taille wäre das dann. Überall da kannst du die Dehnung spüren. Und geh da mal zunehmend rein. Dehn dich immer weiter rein. Schiebe immer weiter dein Becken nach rechts und ziehe deinen rechten Arm nach links. Immer ein bisschen weiter und warte, bis es alles schön nachgibt. Ja, dieser Hartspann, was da alles verfestigt ist, braucht eine Zeit. Deswegen machen wir auch die Dehnung immer so circa 2 Minuten. Und jetzt greifst du mal mit der linken Hand in deinen linken Oberschenkel, also an die Innenseite von hinten. Ja, so da reingreifen und dann spannst du den Rumpf an, als wollte er nach oben. Aber da du dich festhältst, kann er das nicht. Dann lässt du wieder locker und gehst weiter rein. Und nochmal, du spannst gegen, lässt locker und gehst weiter. Und spannst gegen, lässt locker und gehst weiter. Und kommst ganz vorsichtig wieder raus. Du merkst, was da passiert. Vielleicht merkst du ja, wie sich das befreit. Aber erstmal gehen wir jetzt auf die andere Seite. Die rechte Hand ist am rechten Oberschenkel an der Außenseite. Du gehst immer weiter mit der linken Beckenseite nach links. Der Arm, der linke, zieht nach rechts. Und du gehst zunehmend in diese Dehnung hinein. Erstmal schön atmen. Streng dich an, das lohnt sich. Und du merkst an der rechten Hand, wie die Finger immer ein Stückchen tiefer am Bein entlang nach unten gehen. Und dann greifst du auch hier an die Innenseite des rechten Oberschenkels und ziehst nach oben, aber da du dich festhältst, kannst du nicht. Lass locker und geh weiter rein. In die Dehnung nach rechts. Becken schiebt nach links. Und nochmal, du ziehst wieder, lässt locker und gehst weiter rein. Und nochmal, du ziehst, lässt locker und gehst weiter rein. Und kommst langsam wieder hoch. Beweg dich ein bisschen, fühl rein. Und wenn du Erleichterung merkst, gib einen Kommentar, Begeisterungsdaumen. Wenn du magst, noch keinen gegeben hast. Und jetzt gehen wir auf den Stuhl.
Setz dich auf den Stuhl. Und jetzt machen wir noch was ganz Wichtiges für deinen Rücken, was wir auch im Alltag viel zu selten machen, nämlich wir drehen uns nach links. Ja, schön nach links drehen. Die Hände helfen dir. Das Becken klemmt sozusagen im Stuhl und geht nicht mit. Du atmest schön. Und wir warten erstmal, bis die Dehnung immer weiter sich ausbreiten kann in diesen Bereichen, wo Muskeln und Faszien jetzt nachgeben müssen, damit du dich immer weiter nach links drehen kannst. Schmerztherapie unserer Art ist ganz einfach. Wir dehnen einfach das, was zu kurz ist, bis es lang genug ist und die meisten Schmerzen sind dann weg. Ist das eine Aussage? Klappt meistens. Schön einatmen, ausatmen. Und beim Ausatmen immer noch ein bisschen mehr in die Dehnung hineingehen. Und jetzt versuch mal, dich nach rechts zu drehen. Halte dich aber mit deinen beiden Händen und Armen so am Stuhl fest, dass das nicht geht. Und entspanne wieder und geh noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Und wieder. Du willst nach rechts. Noch mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Du entspannst und wir gehen weiter in die Dehnung. Und nochmal. Du willst nach rechts. Streng dich richtig an. Je mehr du dich beim Krafttraining in den Übungen anstrengst, umso besser ist der Effekt. Und lass locker und geh noch ein bisschen weiter nach links. Und jetzt, Achtung, dass du dich nicht abschraubst, kleiner Spaß am Rande, drehst du dich nach rechts. Schön zunehmend nach rechts drehen. Je nach Stuhl, den du hast, fast dorthin, wo es sozusagen, wo du einen guten Hebel hast, um dich immer weiter nach rechts in die Rotation zu ziehen. Und du atmest tief ein, atmest aus. Und beim Ausatmen gehst du ein bisschen weiter in die Dehnung, weil beim Ausatmen mag der Körper viel lieber nachgeben als beim Einatmen. Vergiss nicht zu lächeln. Lächeln ist immer Entspannung und Entspannung brauchen wir in der Dehnung. Immer weiter reingehen in die Dehnung. Und dann versuchst du mal langsam, aber sicher nach links dich zu drehen. Blockierst aber dieses Drehen durch die Hände, durch die Arme. Entspannst wieder, gehst mehr in die Drehung. Und nochmal, du willst nach links. Du lässt locker, gehst weiter nach rechts. Du willst wieder nach links. Lässt locker, du gehst weiter nach rechts. Du willst nach links. Lässt locker, gehst weiter nach rechts. Und kommst langsam wieder raus und stell dich mal direkt und fühl ein bisschen rein. Ja, wann hat es vorhin wehgetan? Bei welcher Bewegung? Erstmal ein bisschen frei machen. Ganz am Anfang ist so eine kleine Erstverschlimmerung zu spürbar, vielleicht so 10, 20 Sekunden. Ja? Beweg dich mal und schreib mal einen Kommentar. Wie viel lockerer ist es geworden? Hat sich der Schmerz verändert? Willst du einen Begeisterungsdaumen geben? Dann gib ihn. Und ich hatte dir noch einen Bonus versprochen. Eine Ausruhübung, die den wichtigsten Muskel, der bei den Rückenschmerzen beteiligt ist, schön entspannt. Du brauchst unseren Rückenretter oder du brauchst ein paar Bücher und dann legst du dich einfach mit dem Kreuzbein da drauf und erinnere dich an die erste Übung, wo ich gesagt habe, das wäre die wichtigste, weil vorne alles schön aufgedehnt wird. Genau, das ist jetzt diese Übung. Und ich will es dir jetzt nur zeigen. Da legst du dich drauf, Achtung, Einschlafgefahr, weil du entspannst so schön. Ich mache die meistens abends.
und die zieht vorne alles auf, was die Hauptursache für diese meisten Rückenschmerzen ist. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Rückenretter, der also aus mehr Teilen besteht, als die ich eben genutzt habe. Du hast also hier, da haben wir ein Kreuzband draufgelegen gegen Schmerzen im unteren Rücken. Das könntest du für die Brustwirbelsäule verwenden, um die Haltung zu verbessern und Brustwirbelsäulen, enge Gefühle wegzutrainieren. Das sind die sogenannten Hilfsmittel, die wir entwickelt haben, damit du leichter üben kannst, einen besseren Effekt hast und Zeit sparst. Wenn du Infos dazu möchtest, dann klicke hier, da oder unter dem Video auf das entsprechende Bild. Und wie immer habe ich hier eine große Bitte an dich. Du weißt, Rückenschmerzen, wer ist davon nicht geplagt? Zumindest mal zeitweise, ja. Diese Info brauchen alle Menschen, dass man diese Übungen machen kann. Zeig denen die Übung, erzähl denen von dem Kanal. Aktiviere sie, damit die merken, wie sie mit ihrem Körper viel besser umgehen können und sich helfen können. Und du bekommst hier, wenn der dann rückenfreier sich fühlt, bekommst du hier eine Ganzkörperroutine, dass dein ganzer Körper sich freier fühlt. Und hier unten kommst du nochmal direkt auf den Rückenretter und dort findest du die Möglichkeiten zu abonnieren. Immer wieder die Videos gucken, schauen, was ist für dich interessant. Verpasse nichts und aktiviere die Glocke. Toll, dass du dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.